Statt Küchentisch Bürostuhl. Durch Anreize der Belegschaft das Büro schmackhaft machen. Zu Hause müsste ich selber kochen. Müsste schauen, müsste einkaufen gehen, überlegen, was mache ich. Ich persönlich arbeite lieber im Büro, einfach weil ich gerne mit meinen Kollegen da die Zeit verbringe, mit denen gemeinsam Mittagessen kann. Ist die Rückkehrwelle Back to Office schon Realität? Mittagszeit in Frankfurt. Wer hier Platz nimmt, verbringt seinen Tag im Büro. Auch Henning, 34, geht täglich ins Büro. Das ist Pflicht. Ich bin in der Bank tätig und das ist vom Thema Datenschutz her nicht ganz einfach. Also ich kann es aus Arbeitgebersicht schon nachvollziehen. Ein Beispiel von vielen. Nach dem Trend zum Homeoffice während Corona jetzt die Rolle rückwärts. 17% der Unternehmen fordern 5 Tage Anwesenheitspflicht. So wie Zoom. Ironie, gerade bei einem Videocall-Anbieter. Jane, 59 Jahre, ist Engländerin. In ihrem Land nennt sie das, was sie tut, Twats. Nur Dienstag bis Donnerstag pendelt sie ins Büro. Ich finde die Mischung gut. Ich habe eine Kollegin im Büro, dann können wir einiges durcharbeiten. Aber zu Hause habe ich auch mehr Ruhe und dann kann ich einiges wegschaffen. Und ich spare mir die Fahrzeit. Wenigstens bis zu 3 Tage Büropflicht. 82% der Unternehmen schreiben das inzwischen vor. Wie man Arbeitnehmer noch öfters ins Büro lockt, zeigt das Beispiel Procter & Gamble. Sie kommen wegen der Kantine. Bei Philipp Best aus der Strategieabteilung ist klar, so abwechslungsreich wäre zu Hause sein Mittagstisch nicht. Eigentlich muss ich nur 3 Tage die Woche herkommen. Ich komme aber gerne 4 bis 5 Mal her und vor allen Dingen so ein Angebot zieht natürlich schon an. Das sieht doch wirklich lecker aus. Mehr Büropräsenz freiwillig durch schmackhaftes Essen. Genau darin sieht Gabriele Hessig, eine der Geschäftsführerinnen am Standort Schwalbach, den Erfolg Back to Office. Unsere Mitarbeitenden sagen, dass sie hier immer oder häufig essen. Und wenn wir heute uns die Anwesenheitsraten anschauen, dann sind wir wieder zu, wie sagt man, Vor-Covid-Leveln zurück. Wir haben so knapp 80% Anwesenheit im Büro. Was gekocht werden soll, fragen sie jährlich bei einer Mitarbeiterumfrage ab. Die Kantine nennt sich übrigens Eteria und der Küchenchef heißt Dining Manager. Und auch wenn die Hälfte der Beschäftigten es vegan und vegetarisch mag. Die Klassiker sind immer noch tatsächlich die Currywurst, das Schnitzel, läuft sehr, sehr gut bei uns. Wir haben aber auch hochwertige Klassiker, wie zum Beispiel ein Roastbeef. Rund 1000 Essen pro Tag werden ausgegeben. Von knapp unter 3 Euro bis knapp 10 Euro fürs Premium-Essen. Die Hälfte wird vom Unternehmen subventioniert. Mona Erle hat zum Mittagessen ihre Tochter mitgebracht. Bei Carla fiel heute der Kindergarten aus. Dann dachten wir uns spontan, Mittagessen bei der Mama auf der Arbeit ist doch eigentlich ganz nett. Das haben wir schon häufiger gemacht und sind dann aus meinem Homeoffice mit ihr hierher gefahren. Am Ende zahlt sich die Kantine aus. Das Unternehmen hat erreicht, was es wollte. Mehr Beschäftigte öfters am Arbeitsplatz. Die Kantine ist ein Magnet durch das gute Essen und durch die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen. Und damit Kolleginnen nicht an unterschiedlichen Tagen auch da sind und gar nicht mal mehr in Austausch geraten in der Zeit des hybriden Arbeitens, sind gerade diese Plätze, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam was erlebt, ganz, ganz wichtig. Der Weg zurück ins Büro. Die eine Seite. Doch Gunwald Herdin, Arbeitsmarktexperte bei der Bertelsmann Stiftung, beobachtet auch anderes. Wir haben Online-Stellenanzeigen ausgewertet und uns angeguckt, ob Arbeitgeber aktiv anbieten, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Und wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren Arbeitgeber das immer häufiger tun. Es hat sich in etwa verfünffacht in den letzten 5 Jahren. Ein Angebot auch, um Fachkräfte zu gewinnen. Auffällig, in den Ballungsräumen finden sich mehr Möglichkeiten der Heimarbeit als in ländlichen Gebieten. Ganz vorne Frankfurt mit 33,6%. Homeoffice-Jobs im Hochtaunuskreis 20%. Rheingau-Taunus-Kreis 15,2%. Odenwaldkreis 10,9%. Schlusslicht der Werra-Meißner-Kreis 5,3%. Und so erklären sich die Unterschiede.
Das hat da viel damit zu tun, welche Berufe da auch gefragt sind. Wir sind in den Großstädten bei mehr als jedem 4. Job, der mit der Homeoffice-Option ausgeschrieben ist. Wir sind auf dem Land, im ländlichen Bereich, eher bei jeder 10. Stellenanzeige, die mit Homeoffice-Option ausgeschrieben ist. Mehr Stellenanzeigen mit Homeoffice und gleichzeitig wollen Arbeitgeber mehr Präsenz im Büro. Mit den richtigen Anreizen ist das auch im Sinne der Arbeitnehmer, damit Büros nicht leer stehen.